Wir suchen nach dem besten ETF, mit dem ihr von dem wirtschaftlichen Aufschwung bzw. den Investitionen in Afrika profitieren könnt. Die haben wir uns im letzten Video am Wochenende angeschaut. Gehen wir direkt rein. Wir haben ja als erstes den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ETF. Da steckt schon jetzt unglaublich viel im Titel drin, deswegen lasst uns das mal ganz langsam auseinandernehmen. Es sind also die größten 50 Aktien aus Afrika nach Marktkapitalisierung, also die größten 50 nach dem Wert. Der ETF bildet die Aktien synthetisch ab, das heißt, es werden nicht die Aktien gekauft, die in diesem ETF bzw. Index enthalten sind, sondern es gibt hier einen Swap. In der Videobeschreibung habe ich nochmal einen Link dazu, was synthetisch replizierend genau bedeutet, für die es nochmal nachlesen wollen. Dahinter haben wir dann eine thesaurierende Ertragsverwendung, das bedeutet, die Dividenden werden nicht ausgeschüttet, eine 0,65%ige TER, also Gesamtkostenquote. Das ist für einen regionenspezifischen ETF nicht untypisch, weil vor allem auch durch die synthetische Abbildung eingegriffen werden muss. Fondsgröße 85,82 Millionen Euro ist relativ klein. Es besteht also die Gefahr, dass der ETF aufgelöst wird. Ja, die Fondsgröße ist relativ gering. Er existiert aber schon länger, nämlich seit 2011. Und ihr könnt hier sogar vermögenswirksame Leistungen sparen, also ihn für vermögenswirksame Leistungen nutzen. Insofern ein relativ etablierter ETF. Wir schauen mal tiefer rein. Was sind denn die Top 10 Aktien, die in diesem ETF enthalten sind? Wir sehen, mit knapp 16-17% haben wir hier schon mal zwei Banken, die das Feld anführen. Dahinter kommt die marokkanische Telekom, also ein Telekommunikationsanbieter. Insofern erstmal ziemlich klassische Sektoren, jetzt nichts, was mit Fintech zu tun hat. Dahinter kommt dann Naspers. Naspers haben wir uns in meinem Video vom Wochenende schon näher angeschaut. Dieses Unternehmen bietet unglaublich viele Dienstleistungen weltweit an. Zum Beispiel sowas wie Kleinanzeigen oder verschiedene Videostreaming-Plattformen, Unterhaltungsangebote, also wirklich ein sehr großes Unternehmen, hier mit 6% gewichtet. Und jetzt kommen die spannenden Unternehmen, wo wir mal schauen werden, ist da wirklich das Potenzial dahinter, was wir hinter Afrika sehen. Dazu zählen zum Beispiel eben massive Investitionen in den Norden von Afrika. Und da haben wir gleich ein spannendes Unternehmen, das ist die Talaat Mustafa Group. Ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus, aber seht es mir nach, oder auch TMG genannt, das ist ein bisschen einfacher. Das ist eines der größten Unternehmen aus Ägypten und auch eines der größten Konglomerate in Afrika überhaupt. Das Unternehmen steht vor allem hinter Gemeinde- und Städteentwicklungen und deswegen, und das vor allem an der Nordküste von Ägypten, und deswegen ist es hier besonders spannend, weil es eben in verschiedene Hotels und Resorts investiert und wir genau mit diesen Investitionen aus den Golfstaaten in Ägypten in verschiedene Infrastrukturprojekte jetzt eben hier einen möglichen Profitär davon in diesem ETF mit dabei haben. Das nächste Unternehmen, was es noch gibt, ist die Sodeb Masa Maroc. Masa Maroc kommt ebenfalls aus dem Nordwesten Afrikas. Warum das noch wichtig ist, ihr werdet gleich sehen, es gibt gar nicht so viele ETFs insgesamt und dass hier Aktien aus dem Nordwesten mit dabei sind, ist insofern schon mal was Besonderes. Hier geht es um ein Unternehmen, also einen führenden Hafenbetreiber aus Marokko und die haben da immerhin einen Umschlag von über 50 Millionen Tonnen. Ist also in jedem Fall ein Unternehmen, was von einem wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika, sei es jetzt nur bezogen auf Infrastruktur oder eben durch Handel, auch profitiert. Dann haben wir das nächste Unternehmen, was in diesem ETF sehr hoch gewichtet ist, das ist Acdital, spricht man sicherlich auch ganz anders aus, auch ein Unternehmen aus Casablanca, also auch aus Marokko, und hier geht es um den größten privaten Betreiber von Gesundheitseinrichtungen und Kliniken. Insofern ist auch der Gesundheitssektor dann hiermit abgebildet. Als nächstes haben wir AngloGold Ashanti und das ist natürlich schon im Namen ein bisschen erkennbar, worum es hier geht. Hier geht es um einen Minenbetreiber, der früher in Südafrika unterwegs war und mittlerweile aber auch ein Hauptquartier in den USA hat und auch einen Sitz in dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist insgesamt weltweit aktiv und fördert Gold. Insofern eine relativ typische Tätigkeit oder auch historisch gewachsene Tätigkeit, die wir hier sehen. Und das ist auch eine Sache, also der ETF hier hat auf der Seite von MSCI, wenn ihr hier unten mal schaut, so ein ESG-Rating. Für die, die es nicht wissen, ESG bedeutet Environmental, Social und Governance Metriken, bedeutet also bezogen auf Umwelt, Soziales, und Governance bedeutet sowas wie gute Unternehmensführung. Ja, in diesen Kriterien oder in diesen Metriken sollten Unternehmen besonders gut abschneiden, damit sie einen hohen ESG-Score bekommen. Und der ETF insgesamt hier hat einen doch unterdurchschnittlichen Wert. Man sieht das hier ganz gut verglichen mit einem weltweit gestreuten Index. Also tendenziell in der Gesamtbewertung liegen sie doch eher unter dem Schnitt. Und gerade was Environmental angeht, ist klar, mit verschiedenen Bergbauunternehmen ist das vielleicht nicht ganz so nachhaltig. Bei den sozialen Themen
ja, sind sie in der Spitze auch nicht besonders gut vertreten. Warum ich das sage, bei dem Unternehmen AngloGold Ashanti gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik. Und die ist jetzt nicht besonders harmlos. Es gab Vorwürfe, dass zum Beispiel Quecksilbervergiftungen aufgetreten sind oder auch Kinder in diesen Minen bis zu 12 Stunden am Tag geschuftet haben. Und auch Greenpeace hat das Unternehmen mit dem negativen Award einer Fachjury bewertet. Und es sind wohl auch verdächtige Personen auf dem Werksgelände von Kampfhunden getötet worden. Also wir sind hier weit weg von einem Unternehmen, was aus meiner Sicht ein hohes ESG-Rating verdient hätte. Das versteht sich irgendwie von selber. Wir haben mit First Rand auch ein Unternehmen, das ist auch wieder eine Bankengruppe aus Johannesburg, mal wieder einen Finanzdienstleister mit dabei. Den sehen wir immerhin mit 4% noch gewichtet. Und Gold Fields, da sagt es auch schon der Name, das ist also auch eines der größten Bergbauunternehmen bezogen auf Gold, die tatsächlich Bergwerke nicht nur in Afrika, in Ghana haben, sondern auch in Australien, in Peru und eben auch in Südafrika. Halten wir so fest, mit diesem ETF investiert man tatsächlich auch in Unternehmen, die von dem Infrastrukturboom in Afrika profitieren könnten, aber eben auch in verschiedene Bergbauunternehmen, die vor allem Gold abbauen. Mit diesen 10 Aktien haben wir auch schon ca. 55% des Anteils am Gesamt-ETF abgedeckt. Also auch wenn da 50 Unternehmen drin sind, die Top 10 machen schon mehr als 50% aus, was Einfluss auf die Kursbewegung und Gewichtung angeht. Mit 10 Aktien, die dann einen gesamten Kontinent widerspiegeln sollen, ist das dann doch schon etwas schmal. Nichtsdestotrotz, dieser ETF ist sicherlich eine Option, speziell in afrikanische Entwicklung zu investieren. Wir haben als nächstes den Xtrackers MSCI EM, also Emerging Markets Europe, Middle East and Africa ESG Swap ETF. Meine Güte, was steckt da alles drin? Wieder ein Swap ETF, das bedeutet einen synthetisch replizierenden ETF. Also auch hier werden die Aktien nicht gekauft, die in dem Index enthalten sind. Das heißt, wir müssen gleich wieder in den Index gucken, was denn hier so versucht wird abzubilden. Thesaurierend, auch hier die Ertragsverwendung, die gleiche Gesamtkostenquote wie drüben bei dem anderen ETF und das Fondsvolumen ist noch geringer mit 23,14 Millionen. Den ETF gibt es aber schon seit 2007, also der ist auch schon ganz lange mit dabei. Insofern ist die Gefahr relativ gering, dass er jetzt in nächster Zeit aufgelöst wird. Dennoch ist das Fondsvolumen eher niedrig. 35 Positionen sollen es sein. Wir schauen mal tiefer in den Index rein und da fällt schon mal auf, der heißt schon mal ganz anders. Der Index heißt MSCI Emerging Markets Europe Middle East Africa Low Carbon SRI Leaders. Bedeutet also, hier geht es um Unternehmen, die tatsächlich einen geringeren CO2-Abdruck haben. Das ist insofern spannend, weil wir ja auch gesehen haben, eben in der Analyse von Afrika insgesamt, dass erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit bei der Bevölkerung ganz, ganz groß geschrieben werden und das den Leuten da ganz wichtig ist. Insofern müsste man meinen, das müsste in diesem Kontinent ja gefördert werden und deshalb auch langfristig zu einer Outperformance führen. Das schauen wir uns später mal an. Wir gucken uns mal die Top 10 Aktien an, die hier enthalten sind. Wir haben mit Naspers wieder hier unseren Internetriesen aus Afrika mit dabei. Ansonsten sehen wir hier Golfstaaten mit Katar zum Beispiel und dann haben wir generell viele Banken, hier sogar aus Polen. Die Standard Bank Group ist auch aus Afrika zu sehen. Auch die Capitec Bank Holdings ist aus Südafrika und die MTN Group auch. Generell sehen wir, dass Südafrika hier eben mit 46% tatsächlich einen sehr großen Anteil ausmacht in diesem ETF. Insofern auch hier ein ordentliches Afrika-Exposure vorhanden. Wir werden gleich in der Performance sehen, ob das tatsächlich zum Vorteil wurde. Als letzten reinen Afrika-ETF, oder der letzte war ja schon kein reiner Afrika-ETF, also als zweiter reiner Afrika-ETF haben wir den Amundi Pan-Africa-ETF mit dabei, der 0,87% Gesamtkostenquote hat, also teurer ist als die letzten beiden, auch wieder synthetisch repliziert. Und auch hier müssen wir also in den Index schauen und auch hier ein geringes Fondsvolumen mit 37 Millionen Euro. Den gibt es auch schon seit 2016. Wir gucken uns also auch hier den Index an. Wir haben hier mit Naspers wieder unser Internetkonglomerat mit dabei. Dann wird es spannend. Hier haben wir eine Bank dabei, aber es hört nicht auf. Es kommen wieder Minenunternehmen oder Bergbauunternehmen dazu. In dem Fall ist es mit First Quantum Minerals ein kanadisches Mining-Unternehmen oder Bergbauunternehmen, was sich vor allem auf Kupfer konzentriert hat. Das Unternehmen kommt zwar aus Kanada, deswegen auch hier die kanadische Gewichtung so hoch, ist aber eigentlich historisch auch vor allem in Afrika tätig. Nach der nächsten Bank geht es dann weiter mit den Ivanhoe Mines, also auch wieder Minen, in dem Fall aus Kongo, und auch hier wird vor allem Kupfer abgebaut, haben aber auch noch die eine oder andere Zinkmine mit dabei. Danach kommt gleich das nächste Bergbauunternehmen mit Endeavour Mining, wird wahrscheinlich ausgesprochen, die zum Beispiel an der Elfenbeinküste, Burkina Faso oder im Senegal aktiv sind. Auch hier wird tatsächlich wieder Gold gemeint. Man kommt so aus diesem
Bitcoin sprechen nicht raus. Also Bitcoin Mining, auf Deutsch sagen wir mal, wird Gold abgebaut, bleiben wir mal bei der deutschen Sprache. Fazit, in diesem ETF sind einfach unfassbar viele Bergbauunternehmen enthalten. Das ist also der Unterschied zu dem anderen ETF. Hier haben wir noch mehr Fokus auf das Thema Bergbau. So, und dann als zu guter Letzt einen weiteren reinen Afrika-ETF, nämlich den iShares MSCI South Africa ETF. Der ist tatsächlich auch, man mag es kaum glauben, mal physisch replizierend. Das heißt, diese Aktien, die in diesem ETF oder Index enthalten sein sollen, werden auch wirklich physisch erworben. 0,65% Gesamtkostenquote ist also völlig normal, haben wir uns dran gewöhnt, und mit einer Fondsgröße von 111 Millionen Euro haben wir hier auch endlich mal eine Fondsgröße über 100 Millionen. Auch das ist also besser. Nespers seht ihr hier mit 18% am höchsten gewichtet. Danach kommt wieder dieses Mining, das Gold-Mining-Unternehmen, das Goldbergbau-Unternehmen mit diesen ganzen Skandalen. Also da seid ihr hier auch nicht besonders ESG-freundlich unterwegs. Und auch hier wieder das nächste Mining-Unternehmen mit First Rand, wieder eine Bank mit dabei. Also ihr seht, das sind im Prinzip immer wiederkehrend ähnliche Unternehmen, aber hier unten sieht man es auch schon, hier kommen schon südafrikanische Unternehmen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Welcher ETF hat jetzt am besten performt? Und das Coole ist, wenn wir diese ETFs miteinander vergleichen, existieren sie alle schon so lange, dass wir im Prinzip einen Vergleichszeitraum auswählen können seit 2011. Das ist mal besonders aussagekräftig. Wir haben jetzt also mit im Vergleich dabei den iShares South Africa ETF, den Amundi Pan Africa ETF, den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ETF und dann noch eben diesen ETF, der aus Europa, Middle East und Afrika die Unternehmen mit einem geringen CO2-Ausstoß beinhaltet. Und wenn wir mal drauf gucken, dann sehen wir ganz klar, dass der Südafrika-ETF mit Abstand die beste Performance mit über den gesamten Zeitraum 61,14% plus erwirtschaftet hat. Das ist mal ganz deutlich, denn der Africa Top 50 ETF kommt nur auf 33% und unser Low Carbon ETF kommt nur auf 25,7%. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Africa Top 50 Swap ETF, vor allem wenn ihr mal so anfangs guckt, die Zeit von 2011 bis zur Corona-Krise eigentlich, hat er sogar leicht besser performt als der Südafrika-ETF. Das ist insofern interessant. Das bedeutet also, dass Südafrika besser aus der Corona-Krise rausgekommen ist als der restliche Part von Afrika, zumindest wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese 50 Unternehmen wirklich ganz Afrika abbilden. Also Südafrika performt Afrika aus bisher, und wir sind ja jetzt mal gespannt, wenn man jetzt die These vom letzten Video aufnimmt und diese massiven Investitionen in den Norden, vor allem aus den Golfstaaten hernimmt, könnte man sagen, okay, vielleicht ist das ja jetzt der Moment, wo der gesamtafrikanische ETF wieder zurückschlägt und die Performance an sich reißt, weil jetzt eben so viel in anderen Regionen investiert wird. Und bei einem Südafrika-ETF hätte man eben Nordafrika nicht mit dabei, würde also nicht von diesem Boom dort profitieren. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter. Ich habe gedacht, okay, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ich nehme noch mal den S&P Select Frontier Swap ETF mit dazu. Frontier Markets sind ja die Grenzmärkte, also Märkte, die noch nicht ganz so liquide sind wie die Emerging Markets zum Beispiel. Was das genau ist, habe ich erst vor kurzem hier in diesem Video erklärt. Schaut da sonst auf jeden Fall mal rein. Da vergleichen wir Emerging Markets und Frontier Märkte, also Grenzmärkte. Nichtsdestotrotz, wenn wir diesen uns mal genauer unter dem Aspekt Afrika anschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass in diesem ETF mit Marokko immerhin eine Gewichtung von mehr als 10% Afrika vorherrscht. Ja, die 10% aus Marokko sind dann aber auch das Einzige, was hier mit Afrika zu tun hat. Was bei diesem Grenzmarkt oder Frontier Market ganz interessant ist, auch hier haben wir wieder, und das war bei den Afrika-ETFs eben ähnlich, die Financials, also das Bankenwesen, sage ich jetzt mal, hochgewichtet. Wir haben ja im Video am Wochenende gelernt, eigentlich sind es ja die Fintech-Unternehmen in Afrika, in die vor allem die Private Equity-Investoren investieren. Daran merkt man mal, die finden hier an den öffentlichen Börsen eigentlich gar nicht statt. Also ich kann gar nicht so leicht in Fintech-Unternehmen aus Afrika investieren, weil die an den Börsen eben nicht stattfinden. Und man kann deswegen eigentlich auch nicht die Trendmärkte abbilden, die wir im Video erläutert haben, die aktuell aber da sind. Deswegen ist vielleicht doch die Frage, ob man nicht einfach einen stinknormalen Emerging Markets ETF nimmt, wo eben auch Afrika mit dabei ist. Wir können uns das ja mal in der Allokation angucken. Immerhin 3,18%, es ist eigentlich zu vernachlässigen. Man hat überwiegend Asien mit drin, aber würde Afrika wachsen und würden die afrikanischen Unternehmen eine höhere Marktkapitalisierung erreichen, dann würden sie ja auch hier in diesem ETF höher gewichtet werden. Insofern, ja, dann hätte ich vielleicht nicht diese Outperformance von Afrika so hoch gewichtet, aber ja, ich würde zumindest langfristig irgendwann, sollte Afrika den Markt outperformen, hierüber eine höhere Gewichtung erhalten.
Man könnte natürlich auch mischen und sagen, okay, ich nehme einen Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF ganz klassisch und mische eben noch ein bisschen zum Beispiel den Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ETF mit dazu, wohlwissend um die ganzen Schwächen, die wir eben aufgedeckt hatten. Dazu gucken wir uns mal kurz die Performance an. Also wir hatten ja eben gelernt, dass der MSCI South Africa ETF eigentlich am besten gelaufen ist. Vergleichen wir ihn mal mit dem MSCI Emerging Markets ETF oder eben dem Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF, dann sehen wir, die Grenzmärkte, also in diesem Zeitraum seit 2017 bis 2025, über 8 Jahre, da performt der Frontier ETF den Rest klar aus mit plus 65%, während die anderen zwischen 30 und 40% liegen. Der Südafrika ETF hier am schlechtesten. Kann man also davon ausgehen, dass die anderen Afrika-ETFs, die wir gesehen haben, auch hier deutlich schlechter performen würden. Interessant ist, dass das gleiche Phänomen hier eintritt, wie wir das eben schon gesehen haben, dass Südafrika besser aus Corona rausgekommen ist als die restlichen Afrika-Länder oder Afrika insgesamt. Da sieht man hier auch ganz klar, dass der Frontier Swap ETF stärker als die Emerging Markets unter Corona gelitten haben, dann aber viel besser rausgekommen sind. Insofern bleibt der Blick in die Vergangenheit hier relativ fruchtlos. Bisher war Afrika nicht so die Überperformance an sich, hat sich das Risiko oder hätte sich das Risiko kaum gelohnt. Als Fazit, wie können wir jetzt in den Boom von Afrika profitieren? Naja, am ehesten noch mit dem Xtrackers MSCI Africa Top 50 ETF, weil hier zumindest ansatzweise ein Unternehmen auch aus Ägypten vertreten ist, was eben möglicherweise durch diese Investitionen, die die Golfstaaten machen, profitieren kann und mir generell der ETF so ein bisschen am ausgewogensten erscheint, nicht nur Bergbauunternehmen enthalten sind, aber man muss auch ganz klar sagen, so diese Fintech-Branche, die in Afrika gerade wächst und auch durch Private Equity wächst, gibt es hier eben nicht, habe ich ja eben erwähnt, in die kann ich nicht investieren. Erneuerbare Energien, ja, das werden wahrscheinlich Unternehmen aus dem Ausland sein. Wir haben ja schon im letzten Video darüber gesprochen, über Siemens, die zum Beispiel aktiv sind und verschiedene andere Unternehmen. Das heißt, das würden wir dann eher in so einem Branchen-ETF merken und gar nicht in einem Afrika-ETF. Insofern ist es mit den aktuellen Instrumenten, die wir hier haben, schwierig. Wenn, dann würde ich sagen, okay, ich bleibe bei einem normalen Emerging Markets ETF, wie ich das sowieso mache, und würde minimal vielleicht diesen ETF hier als Spekulation beimischen, um zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass Afrika jetzt die nächste Zeit überperformen wird, in dem Wissen, dass ich vielleicht damit aber gar nicht die Märkte treffe, die am meisten profitieren. Wenn ich also in einem Emerging Markets ETF irgendwie 3% Afrika mit dabei habe, das macht ja dann, wenn ich 20% Emerging Markets oder 25% Emerging Markets, 30% Emerging Markets habe, macht das ja fast nichts aus. Dann wird es ja schon reichen, wenn ich mit einem Anteil von 5% Afrika nochmal als zusätzlichen ETF mit reinnehme. Dann hätte ich ja schon eine massive höhere Gewichtung von Afrika im Vergleich zum normalen Emerging Markets ETF. Einen anderen ETF, den ich euch noch mitgeben wollte, der besonders spannend ist, ist der First Trust Dow Jones International Internet ETF. Den habe ich nämlich durch Zufall hier in der Recherche gefunden. Ich würde ihn mir niemals kaufen. Geringe Fondsgröße, existiert aber immerhin seit 2017. Der Anteil der Top 10 ist auch nicht besonders doll. Alles nicht so super, aber hier hat man einen ETF, der aber überwiegend Unternehmen aus Asien mit dabei hat und auch aus Afrika. Hier ist nämlich wieder Naspers mit dabei. Hier hat man so ein bisschen ein Gegengewicht zu den klassischen amerikanischen, nordamerikanischen Internetriesen und wie Apple, Facebook und Co. Wir haben hier Größen aus Asien wie Tencent und Alibaba. Das ist insofern ganz spannend. Dann braucht man da nicht direkt investieren, sondern hat die in einem ETF gleich mit dabei, genauso wie Meituan oder Sea Limited, zu denen habe ich auch schon mal ein Video gemacht, und Naspers ist eben auch mit dabei und JD.com. Insofern, der ETF ist eigentlich ganz spannend, weil er hier viel China-Exposure hat und man ziemlich viele Unternehmen aggregiert, die für sich genommen eigentlich ein sehr hohes Risiko haben. Den wollte ich euch nochmal mitgeben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen ETF ich mir unbedingt mal anschauen soll, wozu ihr gerne meine Meinung wissen wollt. Wir sehen uns am Wochenende mit dem nächsten spannenden Thema und mit der nächsten spannenden Branche oder der nächsten Region. Macht's gut, bis dann, ciao.